Sommerschlussverkauf bei WeCycle. Hier ist Nico Ockenfels. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Morgen. Ja, es ist soweit, es ist Sommerschlussverkauf. Für eine ganz kurze Zeit gibt es Rabatt. Hunderte von Euro auf unzählige Räder. Warum? Warum? Weil 2020 in den Startlöchern steht. Die werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten präsentiert und wir brauchen natürlich dann auch Platz für die neue Ware, die dann kommt. Ja, hier draußen sind die 218er Modelle. Das sind nur noch einige wenige, muss man fairerweise sagen. Einige wenige, genau, aber dennoch auch Top-Räder, weil sich gerade im Modellverlauf 18, 19 nicht so viel getan hat. Und ja, da lässt sich jetzt schon richtig was sparen. Ja, da könnte ich jetzt so, ja hier 500 Euro Rabatt und so weiter. Nee, Spaß beiseite. Es sind alles Top-Räder, sage ich jetzt mal. Es sind Top-Hersteller dabei. Hier vorne ist Bergermann mit dabei mit einem Bosch Performance Line CX-Motor drin. Das ist jetzt mal gerade eben um 500 Euro reduziert. Oft hat sich wirklich nicht viel getan, muss man sagen. 2018, 2019. Also bei dem Modell gerade hat sich im Verlauf zu 2019 nur die Farbe geändert, sonst gar nichts. Und dementsprechend hat man auch immer noch aktuelle Technik. Ja, das ist jetzt Trekking, sage ich jetzt mal. Das geht aber schon so ein kleines bisschen in den Bereich. Da kann ich dann auch schon mal über einen Schotterweg fahren, oder? Ja klar, also Straße, befestigte Waldwege, das ist alles der Einsatzzweck von einem Trekkingrad. Und das lässt sich wirklich über viele Bereiche dann halt auch nutzen. Ja, trotz des Rabattes, die volle Garantie von 2 Jahren natürlich, die Räder sind neu, richtig? Ja, die Räder sind alle neu, gar keine Frage, auch wenn es jetzt 218er Modelle sind. Aber wir haben nur Neuware hier. Ja, es ist so. Es gibt noch was Besonderes. Du hast auch einige Fahrräder ohne Motor, muss man fairerweise sagen. Der Trend zu Motoren ist ungebrochen stark, oder? Ja, klar. Also da haben wir die größten Wachstumszahlen, keine Frage. Nichtsdestotrotz bleibt das Fahrrad schlussendlich aber auch das Produkt, was auch ohne Motor funktioniert. Vom Kinderrad startend und viele quälen sich auch immer noch gerne. Also ohne Motor ist auch immer noch ein Thema. Ja, WSV bedeutet, also wir sind jetzt hier in Riegelsberg, das gleiche gilt natürlich auch für St. Wendel. Hier ist dann eine Niederlassung, ja, die ist unweit, da vorne ist ein ganz großer Verbrauchermarkt, der heißt wie? Kaufland. Kaufland kennt jeder in Riegelsberg, aber da sind wir schon beim Thema Riegelsberg. Bedeutet, man hat natürlich mit dem Motor viel mehr Spaß. Ja, das Ganze gibt es dann auch noch hier. Das sind jetzt schon die 219er Modelle. Da hast du auch jetzt zum Beispiel hier 600 Euro reduziert. Ein tolles Scott-Rad. Scott, was ist das für ein Hersteller? Scott ist ursprünglich eine amerikanische Firma, wird aber hauptsächlich jetzt von der Schweiz ausgesteuert und bietet natürlich auch ein komplettes Portfolio vom Kinderrad bis zur High-End-Maschine, sowohl im Rennrad als auch im Mountainbike-Segment. Und auch das Modell ist herausragend in seiner Formsprache, halt ganz einfach mit dem integrierten Brose-Motor und Akku. Da müssen wir wirklich sagen, auch gerade was die Designsprache angeht und in den Details wirklich sehr schön gemacht. Ja, man muss mittlerweile 2-3 Mal hinschauen. Es ist nicht nur noch der Bosch-Motor unterwegs, gerade der Brose-Motor ist schwer am Aufholen. Brose, ein deutscher Automotive-Hersteller, kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet. Zumindest habe ich ihn da mal gesehen. Die haben da ziemlich zugelangt, oder? Ja, also sicherlich einer der Wettbewerber, die zwischen Bosch, Shimano, Yamaha ganz weit vorne mit dabei sind. Wir sehen jetzt im weiteren Verlauf bei den Highbike-Modellen immer verstärkt Yamaha-Motoren mit verbaut. Das ist auch eine bewusste Symbiose zwischen Yamaha und Highbike. Es gibt schon lange Beziehungen zwischen den beiden Herstellern und deswegen halt auch verstärkt bei Highbike bieten wir die Yamaha-Motoren als gute oder sehr gute Alternative an. Man muss dazu sagen, das ist alles extrem seit Jahren aus den Kinderschuhen entwachsen. Thema E-Bikes, das sind richtige Fahrzeuge, mit denen kann ich 10, 20, 30, 40.000 Kilometer fahren, ohne dass ich ein Problem habe, wenn das Fahrzeug gewartet wird. Richtig, also ich habe mal ein Beispiel von einem Kunden, der war letztens da gewesen und hat 27.000 Kilometer auf dem Tacho und das aber nicht in mehreren Jahren, sondern in einem 1,5 Jahr. Das schafft manch einer mit dem Auto nicht. Ein Pendler nehme ich an, oder? Ja, ein Pendler, Vielradfahrer, also auch im privaten Bereich. Und wir hatten dort mal einen Kapazitätstest gemacht, was die Akkuleistung angeht, weil natürlich der Akku ja auch ein Verschleißteil ist. Und der Akku hat immer noch einen Restwert von 83% gehabt, was mit der Kilometerleistung sensationell ist, weil wir immer gefragt werden, okay, wie lange hält denn so ein Akku? Nicht nur auf die Reichweite bezogen, sondern auch auf die Lebensdauer. Und das ist für mich so ein herausragendes Beispiel, dass die Akkus wirklich viel können und man sich da auch nicht so viel Sorgen machen muss. Aber es ist so,
ist es wirklich so, dass 2020er Modelle, die kommen jetzt demnächst. Auch hier wird sich minimalst ein bisschen was ändern. Wir können ja mal zum Beispiel mal zeigen, die Lichtanlage hier an dem Highbike, das ist jetzt ein 2019er. Da ist jetzt ein Skybeamer mit drauf. Das ist schon so, ich sag mal, eine Geschichte, das ging vorher gar nicht. Das muss ganz speziell montiert werden, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird. Genau, also hier haben wir natürlich auch richtig Power und die Lampenkombo ist jetzt in 2019 komplett neu gekommen und wird auch in dem Nachfolgemodell sicherlich weiter bestehen bleiben. Also es wird nicht jedes Jahr das Rad neu erfunden und viele Komponenten, Bauteile bleiben wirklich bestehen. Es ändern sich Farben. Es gibt aber auch viele Hersteller, die dazu übergehen, dass Modelle weiterhin durchlaufen, dass wir nicht mehr den Jahreszyklus haben, sondern durchaus auf einen 2- oder auch 3-Jahreszyklus gehen. So, wir sprechen jetzt insgesamt über einige 100 Fahrräder, die reduziert sind. Also es ist so nicht nur hier, sondern auch natürlich in St. Wendel. Es lohnt sich zu schauen. Also man kann 600, 300, 200, Hunderte von Euro sparen. Ihr seid sehr, sehr preisstabil, muss man fairerweise dazu sagen. Die Preise am Markt, auch egal ob Internet oder Co. Man muss immer schauen. Es gibt ja von jedem Rad ganz viele verschiedene Rahmengrößen. Das Fahrrad muss passen. Also wenn ich mir ein Fahrrad bestelle und es funktioniert nicht, schlimmer kann es nicht kommen. Klar, richtig. Natürlich hat jeder irgendwo mal noch eine einzelne Rahmengröße und eine extreme Preisreduzierung. Das ist ja auch keine Frage, ob das jetzt auf 50% sind, auf ein Modell, was 2018 ist. Aber dann gibt es das nur noch in ganz klein oder in ganz groß. Und das ist natürlich dann nicht zu vergleichen. Ich kann jetzt sagen, im Internet ist der günstigste Preis 50% weniger, aber es ist leider nicht meine Rahmengröße. Dann, der Schuh, der nicht passt. Ja. Richtig, dann ist es auch kein Angebot dann in der Form. Und Rahmengröße ist einfach wichtig, deswegen auch bei uns vorbeikommen, Probe fahren, selber ein Gefühl dafür bekommen, was gefällt mir nicht. Der Preis ist sicherlich immer ein Punkt, der auch wichtig ist, dass es für denjenigen passt, aber der Preis alleine macht es auch nicht. Es bringt nichts, wenn ich 50% spare und ich komme mit meinem Fahrrad eigentlich gar nicht klar. Selbst die Profis, die Downhill fahren, bringen eure Fahrräder zur Inspektion, weil ich sag mal, du kannst zum Beispiel bei einer Fox-Gabel, egal welcher Gabel, kannst du dich gar nicht up-to-date halten. Also wenn du da alle Bauteile, das Ding zerlegen willst, das zerlegt man nicht mal eben. Ihr habt also einen Fachmann dort in der Werkstatt, wir haben ein Video letztes Mal mit ihm gedreht, genau. Der kennt die alle auswendig, der kann dir wie so praktisch so ein Colt-Revolver den praktisch mit verbundenen Augen zerlegen, vielleicht nicht ganz. Aber richtig, also Thorsten ist in dem Bereich wirklich fachlich sehr kompetent, was das angeht und macht das Ganze jetzt schon seit 15 Jahren, also Fox Ursprung eigentlich dann halt auch schon und der kennt auch ältere Gabeln aus dem FF und ist dort auch der Mann, wenn es um Thema Suspension, Dämpfer, Gabeln, absenkbare Stützen, auch immer mehr ein Thema, wenn es dazu Probleme gibt oder um den Service einfach auch geht. Genau, ich bitte jetzt mal einzublenden, wo wir sind. Wir haben Luftaufnahmen gemacht, dass wir das mal kurz zeigen. Wir sind also jetzt hier in Riegelsberg, eine der tollsten Städte im ganzen Saarland, muss man sagen, mitten im Zentrum. Ihr habt unglaublich viele Kunden aus Saarbrücken, muss man fairerweise sagen. Ihr habt natürlich viele Riegelsberger und Heusweiler, alles drumherum, Schmelz und Co. Das ist alles mit dabei, aber gerade aus Saarbrücken, man ist wirklich in 15 Minuten da. Ja, also geht super schnell. Zwar haben wir momentan eine Baustelle, aber wirklich in 10, 15 Minuten ist man durchaus von Stadtrand Saarbrücken in Riegelsberg und bei uns ist es dann auch unweit entfernt, oben von der Autobahn. Also alle Saarbrücker, wir haben viele Kunden aus Saarbrücken, wir haben spezifische Marken, gerade auch mit Cube. Es gibt in Saarbrücken keinen Cube-Händler. Wir sind direkter Partner in dem Bereich und bieten gerade auch mit der Marke ein großes Portfolio, um auch die Landeshauptstadt mit Cube-Rädern auszustatten. In St. Wendel, da haben wir vielleicht mal ein paar Schnittbilder, da hast du ein ganz neues Objekt, ein bisschen größer wie hier. Ein bisschen größer, ja. Doppelt so groß. Wenn nicht noch mehr. Ja, wir haben deutlich mehr Fläche. Wir haben das Thema Crosser, Rennrad auch wieder dort aufgegriffen und wollen dementsprechend natürlich dort auch nochmal ein breiteres Portfolio anbieten. Ja, hier kommen schon die 220er Räder rein, das ist jetzt kein Witz. Also die stehen schon alle da. Jetzt gilt es, das Lager zu räumen. Und ja, da ist der Kollege, der das Ganze auch montieren, oder ich sage jetzt mal montiert. Jetzt ist er schon wieder im Video, es tut mir unglaublich leid. Thema Service, ganz, ganz wichtig. Also ihr habt ganz viele Service-Mitarbeiter, muss man sagen, aber ihr habt immer für jeden Bereich einen Spezialisten, der wirklich alle Schulungen besucht. Richtig, genau. Also Kompetenz ist dort halt einfach wichtig und wie eben schon in dem Beispiel Suspension angesprochen, Gabeln, Dämpfer, ist der Mann vor der Kamera oder jetzt gerade nicht vor der Kamera. Der Thorsten, warte, ich hole ihn mal kurz rein, da vorne ist er. Auf was sollte man denn achten beim Service, wo viele Fehler gemacht werden? Ja, grundsätzlich ist erstmal Reinigung und Pflege für mich immer das Thema.
verdreckte Kette, sei es Laufräder, auch Schaltkomponente, die komplett verschmutzt sind. Das macht natürlich das ganze Problem deutlich größer in diesem Bereich. Ansonsten, wie gesagt, Wartung, Pflege finde ich gut. Den Rest machen wir hier. Wie gesagt, im letzten Video haben wir auch schön gesagt, jedes Rad bekommt noch seine Abreibung. Das ist auch immer noch so, egal ob 5 oder dementsprechend 500 oder 7.000 Euro, spielt für uns dann eher keine Rolle. Ja, du hast das beste Werkzeug, was man sich wünschen kann. Es sieht so aus wie eine Kfz-Werkstatt. Wir haben gerade eben noch mal mit Nico angesprochen, das Thema Elektronik. Ihr habt eigene Firmware, Computer, die aufgespielt werden mit allem drum und dran. Die habt nur ihr. Das muss auch so sein. Die Firmware wird sogar automatisch abgedatet bei einigen, ich sag mal auf Wunsch, wenn man das möchte. Und dann hat man immer die neueste Version. Also ich schließe generell immer alle Fahrräder oder alle E-Bikes an bei den Softwaresystemen, die wir halt zur Verfügung stellen. Einfach um zu gucken, ob ein Fehler drin ist, auch wenn es der Kunde erstmal nicht möchte, gucken wir ja trotzdem, ob ein Fehler im System ist. Achso, der hat auch einen Fehlerspeicher. Der hat auch einen Fehlerspeicher. Also wir können auch auslesen, ob da was nicht in Ordnung ist und dementsprechend dann auch mit der Software reagieren. Ja, vielen Dank, Thorsten. Erstmal, du bist erlöst, denn er hat viel zu tun. Fahrräder werden ausgepackt, eingepackt. Ja, auch Thema Originalersatzteile, was eigentlich so bei den Kfz-Herstellern immer so ganz wichtig war. Volkswagen, Originalteile, BMW, was weiß ich, alles drum und dran. Ihr habt natürlich die Originalersatzteile alle vorrätig, aber auch kompatible. Das ist Kundenwunsch. Das ist Kundenwunsch, aber auch dort achten wir auf Produkte, die halt auch wirklich funktionieren, neben den Originalprodukten. Das ist gerade auch im Bremsenbereich, was wir hier sehen, extrem wichtig. Und ja, man will ja auch zum Stehen kommen. Ja, die Sachen, die ihr habt, die funktionieren. Aber ich sage jetzt mal, das kriege ich auch im Zubehörhandel. Thema Preiswürdigkeit, muss man fairerweise sagen. Die Preistransparenz hat ein Maximum erreicht. Leute können googeln, können gucken, können machen und so weiter. Wie ist das bei dir als Fachhändler vor Ort? Ja, eigentlich, ich sag mal jetzt im Jahr 2019, 2020, schöner kann es ja kaum kommen. Ja, die Leute können ruhig gucken im Internet, oder? Ja, klar, ist ja kein Problem. Das Internet ist einfach mal transparent. Das ist der Wandel der Zeit einfach. Ja. Und klar, wir können natürlich in dem Fall mit den Preisen rein nur als Internethändler auch nicht den Preisstruktur anbieten wie hier. Wir haben die Ware da. Es ist kurzfristig dementsprechend auch zu montieren. Und das ist der Service, den wir halt auch rundherum bieten. Das ist aber im Kfz oder egal woanders. Ne? Ja, wir reden aber oft, wenn das die gleiche Rahmengröße ist, das gleiche Modell mit allem drum und dran, reden wir oft über 150 €, wo du dich dann manchmal wunderst, weil bei dir ist, ich sag mal, sind ganz spezielle Dinge schon inkludiert. Wenn ich ein Fahrrad kaufe, was ist alles mit drin? Also die Erstinspektion beispielsweise ist immer im Preis mit drin. Das habe ich bei einem Internetprodukt einfach nicht. Ich meine, wir sind selber Versender, wir wissen auch, wie das Internetgeschäft funktioniert. Aber der Service am Kunden, das Einstellen, das Beraten, unser Fachwissen halt auch am Kunden direkt. Der Kaffee, da vorne ist die Kaffeemaschine, zeige ich mal gerade. Der ist auch mit drin. Wenn jemand Kaffee will, kriegt er den auch. Ja. Und das ist einfach wichtig, weil ein Fahrrad ist einfach mal ein technisches Produkt und dementsprechend halt auch ganz klar wichtig. So, hier könnte ich schon den ersten Fehler machen. Gerade, ich sag mal so, ein Lenkkopf, ja, da sind ganz spezielle Newtonmeter auch anzuwenden, richtig? Das ist richtig. Wir haben spezielle Drehmomentschlüssel, die wir verwenden oder verwenden können. Und dementsprechend kann man natürlich Steuerlager bzw. auch Vorbauschraube dann dementsprechend mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Ja, wenn man das nicht macht, gibt es interessante Effekte. Das muss nicht passieren. Hast du aber alles schon erlebt, oder? Haben wir schon erlebt. Ja, ist eigentlich fast an der Tagesordnung, dass sich Schrauben lösen bzw. locker werden und dementsprechend auch gerade beim Verladen der Räder werden viele Fehler gemacht. Die Leute fahren in Urlaub, machen den Lenker krumm, machen ihn wieder gerade, ziehen nicht zu wenig an, Lenker dreht sich, hast natürlich gleich einen Unfall. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Ja. Super, Nico, vielen Dank. Wir sind jetzt hier in Riegelsberg. Das gleiche gibt es auch noch mal in St. Wendel. Da hast du neu gebaut, muss man sagen, vor 2 Jahren? 1,5 Jahren. 1,5 Jahren, also rund 2 Jahren und gehst jetzt ins Jahr 2020. Was ist die wichtigste Messe für euch? Die wichtigste Messe ist immer noch die Eurobike, wobei im Gesamten jeder große Hersteller, ob das bei uns Scott, Cube, Highbike ist, immer eine eigene Messe macht, weil das Gruppenportfolio oder die Modellauswahl immer wieder größer wird und auf den Messen doch zu wenig Platz ist oder es dann einfach auch zu teuer wird, alles auszustellen. Deswegen bin ich jetzt gerade schon in den nächsten Wochen unterwegs, alles was 2020 angeht. So ist es, ja. Sommerschlussverkauf bei WeCycle ist eingeläutet. Hier vorne haben wir dann noch ein tolles anderes Fahrrad, ein Scott. Was ist das für eins hier oben? Da haben wir das Scott E-Aspect. Gibt es in verschiedenen Modellausführungen, in dem Fall auch mit integriertem Akku, Performance CX-Motor, RockShox-Gabel mit drin, also alles
schon, was man braucht. Und So, genau, das ist jetzt ein Hardtail, das hat nur vorne eine Federung. Ist der Rahmen denn entsprechend flexibel oder ist der Stahl hart? Der Rahmen ist schon steif, also es ist kein vollgefedertes Rad, aber hier ist die Geometrie einfach herausragend. Das Rad hat ein super Handling, wir haben einen sehr niedrigen Schwerpunkt bei Scott, auch die Überstandshöhe, man sieht das mit dem abgeknickten Rahmenrohr. Das ist jetzt nicht eine Designgeschichte, sondern einfach, dass ich mehr Schrittfreiheit generiere. Ich muss doch ja auch mal vom Sattel runterspringen, weil es ein bisschen unebener wird. Und ich Aua beim Mann. Aua beim Mann, bei der Frau glaube ich aber auch. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und gerade jetzt mit diesem Modell, was wir für 2.699 statt 2.999 € anbieten, ein Top-Bike. Ja. Hinten hat man auch richtig tolle, ich sag mal, Reifen drauf. Damit kann ich natürlich dann im Wald mit etwas niedrigerem, ich sag mal, Luftdruck unglaublich Grip erzeugen. Genau, also wir haben einen guten Ausgleich, weil auch der Kunde will nicht immer nur rein im Wald fahren, aber dort genügend Grip zu haben und aber auch auf der Straße mal entlang fahren zu können, ob mit Family oder sonstiges, bietet hier jegliche Möglichkeit. Ja, und man muss sagen, es ist ein geiles Teil. Also die Optik ist ein Hammer, oder? Definitiv. Also Optik ist immer Geschmackssache, aber ich persönlich finde es super gelungen und ja. So ist es. Ja, Sommerschlussverkauf. Und wie du sagst auf Englisch? Mid-Season Sale. Mid-Season Sale, so ist es. Ja, wenn Sie das haben möchten. Also bis zu fast 2.000 € Rabatt auf bestimmte Räder, muss man sagen, im Schnitt, aber einige 100 €, also pro Rad. Das hängt jetzt davon ab, wenn ich natürlich ein Fahrrad ohne Motor habe, ist es ein bisschen weniger. Aber wichtig ist, die 2020er kommen und deswegen muss alles raus. Ja, ihr habt unglaublich stark verkauft dieses Jahr. Ihr habt eine 0% Finanzierung, gerade eine Runde hinter euch. Und du hattest Samstage, da war noch ein Kollege krank. Ja, da bist du nicht zu beneiden. Du selbst hast auch Kinder? Ich habe selber 2 Kinder, ja. Aber ihr macht trotzdem samstags dann irgendwann mal zu, ja, oder? Weil irgendwann machen wir auch mal zu. Wie sind die Öffnungszeiten? Wollen meine Kinder auch nicht mal sehen. Ja, wir sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Das gilt sowohl in St. Wendel als auch hier. Richtig, genau, in beiden Filialen. So, und wenn ich jetzt ein Fahrrad gesehen habe mit allen drum und dran, am besten mal hierher kommen. Ja. Also alles, was hier im Moment vorrätig ist, die Bestellungen, das betrifft dann schon 220, oder? Ja, die Modelle. Durchaus. Also es gibt vereinzelt, bekommen wir noch 19er Ware geliefert, weil auch die Produktionen immer noch weitergehen. Deswegen, sind nicht alle Modelle reduziert, ein gewisser Teil, aber einfach vorbeikommen, dann sieht man es und dann können wir auch dahingehend beraten. So, eine letzte Frage. Es gibt einige Menschen, die wiegen über 120 Kilogramm. Da hatten wir unglaubliche Lieferschwierigkeiten bei Modellen. Was ist da dein Tipp? Also wenn ich jetzt mal 130, 140, 150 Kilogramm und will mich dann bewegen, dann finden die oft kein Fahrrad, was zugelassen ist. Es geht darum, dass, wenn natürlich da mal ein Sprung passiert, dass der Rahmen dann nicht kollabiert. Und die Hersteller geben oft nur Freigaben bis, glaube ich, 120 Kilogramm. 120, 130 Kilo ist so die Regel, wo die Freigaben sind. Gerade was das Thema 150 angeht, ist es dementsprechend so, dass wir auf die 220er Modelle warten müssen, weil auf die aber bitte bestellen. Das ist dein Tipp, muss man schon sagen. Ja. Denn da werden nicht so viele Einheiten produziert. Und ich war selber dabei, kam ein Mann rein, der hatte 145 Kilo, hat sie gut versteckt und hat gesagt, ich möchte gerne ein bisschen Sport machen, E-Bike fahren. Habt ihr eins da? Was hast du gesagt? Ja, leider nein. Müssen wir warten. Muss man warten, bestellen, aber auch da bitte nicht warten bis 2020. Es gibt die Modelle, die sind bestellbar und da gilt es wirklich vorordern. Da muss man dann halt mal 3, 4, 5 Monate warten und wenn es dann kommt, hat man es. Genau, also da ist wirklich auch nur eine kleine Auswahl vorhanden, auch nur wenige Hersteller, die so weit in der Gewichtsklasse dann halt auch gehen. Da sind wir definitiv ausverkauft, da können wir nichts mehr anbieten, warten jetzt dementsprechend, was die Hersteller uns bieten für die Saison 2020 und ja, da können wir dann auch gegebenenfalls was zeigen und dann auch natürlich den Liefertermin dafür nennen. So, wenn ich durch das E-Bike fahren denn 20 Kilo verloren habe, ja, dann das Fahrrad funktioniert ja auch, wenn ich weniger wiege. Ja klar, funktioniert auch. War Spaß. So. Nico Ockenfels von Recycle in Riegelsberg und in St. Wendel. Ja, ich danke dir herzlich. Sommerschlussverkauf oder? Mid-Season Sale. Ja. Tschüss, Nico. Ciao.